Diese psychedelischen Substanzen sind nicht einfach Medikamente, sagen wir, wie eine Kopfwehtablette, die man einnimmt, irgendwo im Lift oder am Strand oder im Kino kann man eine Kopfwehtablette nehmen, nach einer halben Stunde ist das Symptom Kopfweh besser. Diese Substanz macht eine Arbeit, zusammen mit dem Patienten eine Arbeit. Wir nennen das Integration, also die Erfahrung ist das eine, die Integration ist sozusagen die Verdauung des Ganzen. Also die Substanz macht nicht den ganzen Job alleine. Es braucht die Mitarbeit des Patienten. Und der Patient braucht für die Mitarbeit sehr oft einen erfahrenen Helfer an seiner Seite, das der Therapeut ist. Und nur in diesem Kontext die Substanz, die Mitarbeit des Patienten oder der Patientin und die Mithilfe der Therapeutin oder des Therapeuten, in diesem Gesamtkontext kann die Substanz ihre volle Wirkung entfalten. MDMA führt zu einer raschen Entängstigung und einer Verbesserung der therapeutischen Beziehung und hilft den Menschen, sich mit ihrem Trauma zu konfrontieren und das auf eine gute Art und Weise zu prozessieren. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist, dass durch traumatische Ereignisse auch das Vertrauen massiv geschädigt und erschüttert wird. Das könnte man zum Beispiel bei einem Autounfall sagen. Danach habe ich immer Angst vor dem Autofahren oder vor anderen Autos, weil ich da ins Unvertrauen geraten bin. Auch sowas gibt es natürlich in zwischenmenschlicher Hinsicht, wenn ich vielleicht gefoltert oder gemobbt wurde oder sowas, habe ich vielleicht gegenüber anderen Menschen einen großen Vorbehalt. Und es scheint, dass MDMA diese Vertrauenssperre, wenn man so will, dass MDMA in der Lage ist, die aufzuheben und quasi das Gehirn wieder zu entkrampfen, was sich in diesem Unvertrauen verkrampft hat. Die erstmalige Konfrontation ist einerseits unangenehm und angsterregend, aber andererseits auch erleichternd und entspannend, dass das endlich jetzt auf den Tisch kommt und vollständiger und ganzer erlebt werden kann, ohne die übliche Vermeidung und Angst. Sehr oft gibt es eine Wiederbegegnung mit der traumatischen Situation, auch mit den starken Gefühlen, aber gleichzeitig auch eine Art Schutzfunktion, dass man eben weiß, ja, es ist vorbei, ich bin nicht mehr im Trauma selber, auch wenn es vielleicht noch einmal sehr lebhaft wird, so lebhaft wie auch, wenn es in einem Traum erleben kann. Es scheint, dass MDMA wie ein Schlüssel zum Schloss passt, was die neurobiologische Wirkung anbelangt, respektive die neurobiologischen Vorgänge bei posttraumatischer Belastungsstörung. MDMA führt zu einer raschen Entängstigung und einer Verbesserung der therapeutischen Beziehung und hilft den Menschen, den Betroffenen, sich mit ihrem Trauma zu konfrontieren und das auf eine gute Art und Weise zu prozessieren. Was jetzt das MDMA macht, es deaktiviert das Furchtzentrum und dadurch kann der Organismus bzw. das Gehirn das Trauma nochmal wieder verstoffwechseln und sich quasi ohne Angst das Trauma nochmal vergegenwärtigen und dann halt in einer geordneten Form verarbeiten und im Gedächtnis ablegen. Das heißt, es besteht dann eine emotionale Distanz schlussendlich zu der traumatischen Erinnerung. Und die Erinnerung wird wie zu einem Foto, das man in ein Fotoalbum versorgen kann und wieder in den Schrank stellen kann und auch wieder willkürlich hervornehmen und betrachten kann. Und die Angstsymptomatik ist runtergegangen zum Ende der Therapie, bei allen eigentlich. Und nach einem Jahr in der Nachbefragung war es immer noch auf dem gleichen Level wie am Ende von der Therapie, sodass wir sagen können, auch nach einem Jahr ist die Wirkung immer noch da. Und das spricht dafür, dass es sich um einen dauerhaften Prozess handelt. Jedenfalls auf keinen Fall, dass es nur so lange wirkt, wie die Substanz wirkt, weil tatsächlich nach 6 bis 12 Stunden ist ja die Substanzwirkung vorbei. Und die Angstreduktion oder die Verbesserung anderer Symptome, die geht ja weiter. Und das ist das, was wir als Integration bezeichnen. Es ist ja auch so, auch wenn Menschen
spirituelle Erfahrungen machen, vielleicht Verbundenheit mit sich, mit den Menschen, mit der Schöpfung, mit der Natur, jede Form von Verbundenheit. Und dann geht das wieder weg, weil die Substanz aufhört zu wirken. Kein solcher Zustand dauert ja nicht ewig. Ist die interessante Frage, was ist denn die Wirkung von so etwas, wenn das vorbei ist? Warum ist es dann immer noch etwas Positives? Und ich glaube, so diese Erinnerung, und diese Erinnerung, die mehr ist als einfach nur eine flüchtige Erinnerung, sondern etwas Erlebtes, Erfahrenes, die hilft, sich irgendwie auch anders zu positionieren im Leben. Wenn jemand traumatisiert ist, dann bleibt die Erinnerung unvollständig abgelegt im Gedächtnis. Es bleibt sozusagen im Arbeitsspeicher des Gedächtnisses hangen und wird bei jedem Hinweisreiz, bei geeigneten Hinweisreiz, wird es wieder aktiviert und hat die Qualität von hier und jetzt. Es gibt so eine Art Umschaltstation im Hirn, die nennt sich Thalamus. Dort ist sozusagen die Verbindung zwischen das, was wir mit den Sinnen erfahren, wird im Thalamus weiter verschaltet und dann an die Hirnrinde, sozusagen dort, wo so die komplexeren Funktionen von Denken und Erfahren und Gedächtnis stattfinden, weitergegeben. Und beim Trauma ist dieser Thalamus sozusagen in einem dauernden Alarmzustand. Der arbeitet zu viel und weil er zu viel arbeitet, ist auch die Angst auf einem zu hohen Level eingefroren. Und gerade bei MDMA, also Ecstasy, hat man gesehen, dass diese Thalamusaktivität wieder sich normalisiert, dass es wieder zu einer normalen Umschaltfunktion von diesen Eindrücken und Verarbeitungen kommt. Und so kann man sich erklären, wie die Verbesserung stattfindet, wenn man diese Substanzen nimmt bei Traumafolgestörungen. Ich verstehe die Substanzen als Katalysatoren von psychischen Prozessen. Sie ermöglichen, wenn es um psychische Krankheiten geht, diese aufzulösen, zu heilen, zu verarbeiten. Und dazu braucht es natürlich auch den expliziten Willen des jeweiligen Patienten, sich den Problemen zu stellen. Ohne das geht es nicht. Man kann diese Substanzen nicht jemand verabreichen, der nicht bereit wäre, eine gewisse Angst auszuhalten oder einen Konflikt anzuschauen. Was man auch gesehen hat bei anderen Substanzen, ist sehr interessant, dass diese Substanzen bewirken, dass Nervenzellen sich vermehrt wieder Verbindungen schaffen untereinander. Nerven haben die sehen ja so aus wie ein großes Wurzelwerk. Also jede Nervenzelle ist sozusagen ein Wurzelwerk, das Verbindungen macht mit anderen Nervenzellen. Über 100.000 solche Verbindungen sind möglich zwischen Nervenzellen, eine unvorstellbare Komplexität. Und diese Substanzen fördern die Verbindungsdichte zwischen den Nervenzellen. Und grundsätzlich kann man sagen, je mehr Verbindungen bestehen, desto einwandfreier funktioniert das Gehirn, desto komplexer und desto besser kann das Gehirn seine Aufgaben erfüllen. Man hat gesehen, dass zum Beispiel bei Depressionen die Dichte dieser Verbindungen abnimmt. Und so kann man sagen, ja, das ist sozusagen die Gegenbewegung oder die Verbindungen nehmen wieder zu. Das ist ja auch das, was beim Säugling passiert. Wenn das Gehirn reift, sagen wir, wenn das Kind dazulernt, entstehen mehr Verbindungen. Und diese Substanzen fördern das. Und das ist sicher auf einer biologischen Ebene eine Erklärung für die positive Wirkung, die diese Substanzen erfüllen können. Was nach der Erfahrung überbleibt davon, ist zum einen diese Art Entkrampfung des Gehirns und vielleicht auch ein vertrauensvollerer Zugang wieder zur Mitwelt oder zur Umwelt. Das ist schon etwas, was dauerhaft erhalten bleibt. Allerdings ist es so, dass wir davon ausgehen, dass man diese Art Erfahrung immer in einen psychotherapeutischen Prozess längerer Art einbetten muss, um dann wirklich das auch nochmal so zu integrieren, dass es zu dauerhaften und quasi andauernden Veränderungen positiver Art führen kann. Es ist ein großes Potenzial, das sich da eröffnet.
Und auch die jüngeren Kollegen, die jüngeren Therapeuten zeigen sehr viel Interesse daran, nach Schulung, nach Ausbildung. Aber für das muss man schon eine gewisse Legalität haben oder einen gewissen Stand der Zulassung, um auch diese Leute ausbilden zu können. Psychedelika können viel mehr so etwas herbeiführen wie Heilung, als es diese anderen Medikamente vermögen, die wir ja deswegen entwickelt haben, um einzelne Symptome zu vermindern in ihrer Auswirkung, aber die nicht dazu führen, dass im Kern der Person Heilungsprozesse stattfinden, sondern wir können jetzt psychoaktivierende Stoffe einsetzen, die die Emotionalität intensivieren, die das Erleben intensivieren, die die Imagination intensivieren, die den Zugang zu Blockaden und Traumata ermöglichen und deren Verstoffwechslung begünstigen, sodass am Ende tatsächlich fundamentale heilende Wirkungen entstehen können. Was mich besonders beeindruckt, ist, dass innerhalb kurzer Zeit Schritte gemacht werden können im therapeutischen Prozess, die vorher über Jahre und Jahrzehnte nicht möglich war, wie Menschen sich öffnen, wie sie sich entspannen, wie sie wieder in Kontakt kommen mit sich selbst und mit der Umwelt und mit anderen Menschen und wie sich dann im besten Fall Probleme sich in Luft auflösen. Also ich glaube, das Beste an diesen Substanzen ist die Türöffnung, sage ich mal. Einfach diese Substanzen machen eine Öffnung in der Wahrnehmung, auch emotional, im Denken. Und dieses mehr Offensein ermöglicht einfach, dass Menschen aus Blockierungen, aus blockierten Verhaltens- oder Gedankenmustern austreten können und sich irgendwie wie neu zusammensetzen. Also so eine Art Entblockierung, und in diesem entblockierten Zustand, was die Patienten vielleicht viele sagen, es hat sich angefühlt, wie wenn sich meine Körpergrenzen auflösen würden. Ich habe mich irgendwie ausgedehnt, und in diesem ausgedehnten Zustand, sowohl körperlich wie gedanklich, sich irgendwie neu organisieren und dann vielleicht zurückkommen, die Wirkung ist fertig, und dann sagt jemand, ja, ich habe erfahren, ich bin ja mehr als nur die Brustkrebserkrankung, ich bin ja mehr als nur das Problem, wo ich jetzt immer so fixiert war, ich bin mehr als die depressive Gedankenkreisläufe, und zu sehen, ja, ich bin mehr, das Leben ist mehr, und das, finde ich, ist zutiefst heilsam, und ich glaube, das ist das Beste, was diese Substanzen eigentlich Menschen geben können. MDMA ist die einfachere Substanz, was die subjektive Erfahrung anbelangt. Die beginnt meistens mit ein bisschen Angst, und dann beginnen die Effekte zu wirken, und die meisten Leute erleben auf ihrer ersten Erfahrung mit MDMA einen guten, emotional entspannten, geöffneten Zustand in einer guten Stimmung. Bei den Halluzinogenen wie LSD oder Psilocybin ist meistens auch anfangs Angst dabei, und dort trifft man das Phänomen der sogenannten Entgrenzung oder angstvollen Ich-Auflösung, die durchaus angsterregend sein kann am Anfang, aber mit der richtigen Begleitung können sich die meisten darauf einlassen. Das Wort Reset, das wird ja immer wieder verwendet, das gefällt mir persönlich nicht so gut, weil es impliziert ja wie beim Computer, da gibt es einen idealen Vorzustand und dann gibt es eine Störung und dann macht man Reset, dann läuft das Programm wieder. Ich glaube, der Mensch kehrt ja nicht zu einem Vorzustand zurück. Das Leben ist ein ständiger Wandel, und ich glaube, diese Substanzen begünstigen einen Wandel. Natürlich, das Bild vom Reset stimmt vielleicht insofern, dass man aus der Symptomatik wieder in einen
freieren Funktionszustand wechselt. In dem Sinne kann man das Bild schon auch brauchen. Aber ich finde das Bild von Türen, die aufgehen und die einfach einen Wachstum ermöglichen, fast schöner als das Reset-Bild. Obwohl, ja, es ist ja nicht falsch. Sehr gerne. Die Patienten sind das kleinste Problem. Die sind meistens so verzweifelt und leiden seit Jahren oder zum Teil Jahrzehnten an ihren Krankheiten und sind bereit, das Wagnis einzugehen, eine solche Substanz zu nehmen. Bis jetzt habe ich wenig Widerstand bei den Patienten angetroffen. Ja, wenn Sie den Aspekt oder wenn wir den Aspekt der Dringlichkeit dieser neuen Therapieoptionen betrachten, könnte man ja sagen, na Mensch, wir haben doch schon eine ganze Reihe von Therapien, die da auch wirksam sind. Das ist grundsätzlich richtig, aber wir haben uns insbesondere im Bereich der Angststörungen, aber auch der Depressionen doch, wenn man die Masse der Patienten sieht, auf pharmakotherapeutische Ansätze verlegt, die ja, wie gesagt, eher eine emotionale Einschränkung mit sich bringen und von daher nicht wirklich heilungsfördernd sind. Insofern glaube ich, dass wir tatsächlich da einen erheblichen Bedarf haben, dahingehend, dass wir Therapien brauchen, die nicht Gefühle vermindern, sondern die Gefühle eher evozieren, sei es zeitweilig in so einem ausdrücklichen therapeutischen Rahmen, sodass Menschen auch in die Lage kommen, ihre Situation nochmal anders zu empfinden, zu betrachten und in der Folge auch anders anzugehen, also aktiver damit umzugehen, als jetzt vielleicht eine Pille zu nehmen, die dann die Emotionalität einschränkt und es mir dadurch ermöglicht, auch in einer schwierigen Situation einfach weiter hinzugehen und die weiter auszuhalten, was ja kein Weg in Richtung Heilung und günstiger Veränderung ist. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht auch dringend, dass das in einem geschützten Rahmen stattfindet, also sowohl räumlich geschützt wie auch beziehungsmäßig geschützt, mit einer Person, der man vertrauen kann, sprich der Therapeutin oder Therapeut. Es geht nicht, diese Substanz einfach nach Hause zu nehmen und zu Hause auszuprobieren oder zu nehmen, weil dort dann vielleicht eben diese Schutzfunktion, die die Therapie und die therapeutische Beziehung bietet, zu wenig gewährleistet ist. Der Freizeitkonsum ermöglicht diesen Zugang in der Regel nicht. Deswegen finden wir auch, wenn wir Personen aus diesen Kreisen interviewen, nur sehr oberflächliche Erfahrungsbeschreibungen, weil die ganze Erfahrung nicht nach innen gerichtet wird. Das heißt, die Konfrontation mit dem Trauma, das braucht viel, viel Vorarbeit in der konventionellen Therapie. Hier mit diesen Substanzen, vor allem MDMA, ist die Konfrontation insofern einfacher und schneller, weil der veränderte Bewusstseinszustand, der charakterisiert ist durch eine verbesserte Stimmung, durch eine Angstfreiheit. Es ermöglicht sich mit dem Trauma schneller und einfacher zu konfrontieren und das aufzulösen. Grundsätzlich ist meine Meinung, dass diese Substanzen dort eingesetzt werden können, wo Psychotherapie eingesetzt wird. Weil ich sage, das ist ja nicht einfach ein Medikament wie ein Beruhigungsmittel oder ein Hustenmittel oder ein Schmerzmittel, sondern es ist eine Hilfssubstanz für eine Psychotherapie. Also die Substanz bewirkt einen intensiven psychologisch-psychotherapeutischen Prozess. Und in dem Sinne sprechen wir von einer Psychotherapie. Und die Substanzen helfen dort, wo Psychotherapie hilft. Also das Depressionen, Angstzustände, Traumafolgestörungen, wahrscheinlich auch Suchterkrankungen. Man muss eher sagen, wo hilft es nicht. Und da denke ich, man muss sehr vorsichtig sein oder sollte diese Substanzen dort nicht einsetzen, wo Menschen psychosegefährdet sind. Also bei Schizophrenien oder manisch-depressiven Erkrankungen können nämlich diese Substanzen eine psychotische Krise auslösen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wäre dann die Gefahr, dass diese Substanz eben mehr Schaden als Nutzen hat. Voraussetzung für die Legalisierung ist der wissenschaftliche Beweis, dass das MDMA wirksam und effektiv ist für die posttraumatische Belastungsstörung. Und es laufen 2 große Phase-3-Studien in
USA, Kanada, aber auch in Europa, welche in den nächsten 1, 2, 3 Jahren hoffentlich die nötigen positiven Resultate liefern werden, und dann werden in den verschiedenen Zulassungsbehörden der Antrag gestellt auf Zulassung von MDMA als Medikament. Das ist eine große Herausforderung, den Weg wieder zu bereiten, dass diese Substanzen wiederverwendet dürfen. Sie durften ja in den 50er und 60er Jahren durften diese Substanzen angewendet werden. Sie wurden dann verboten, nicht aus medizinischen Gründen, aus gesellschaftspolitischen Gründen. Und es ist sehr schwierig, diese Substanzen sozusagen wieder für die Medizin und die Forschung zugänglich zu machen. Es ist eine langwierige Aufgabe. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Es ist viel eigentlich passiert Richtung weniger Vorurteile hin zu mehr der Haltung, ja, wenn diese Substanzen doch ein Potenzial haben und aus den Arbeiten der 50er und 60er Jahre wissen wir, dass sie das haben, warum sollte man das nicht wieder neu erforschen und wieder prüfen und wieder schauen, wie man sie anwenden kann? Grundsätzlich ist es so, dass natürlich neue therapeutische Modalitäten, die eine gewisse Effektivität nachweisen können, können sich wissenschaftlich häufig recht zügig durchsetzen. Allerdings steht hier in diesem Fall ja dieses grobe Vorurteil, es handelt sich um illegale Drogen, die missbraucht werden und so weiter, dem schon im Weg. Sowohl im wissenschaftlichen Bereich, wo man dem auch mit einer gewissen Reserviertheit begegnet, als auch in der professionellen therapeutischen Szene, etwa den Psychiatern und Psychotherapeuten. Und nicht zuletzt natürlich auch in der Öffentlichkeit, wo auch diese Vorurteilswelt im Wesentlichen noch bestimmend ist. Aber wir haben natürlich 50 Jahre Distanz mittlerweile zu den 60er Jahren und deswegen sind auch ein Teil der Vorurteile mittlerweile abgebaut, vielleicht auch einer gewissen Nüchternheit gewichen. Und da sind wir heute wirklich weiter als vor 10 Jahren. Deswegen geistert ja so der Begriff die psychedelische Renaissance herum, einfach zum Sagen, ja, es passiert sozusagen ein Wiederaufleben des Gebrauchs dieser Substanzen. Und da finde ich, gerade in der Öffentlichkeit ist viel passiert, also die öffentliche Wahrnehmung ist positiver geworden, die Substanzen interessieren sehr, es gibt viele Filme und sonst Berichte darüber. In der Fachwelt eigentlich zunehmend auch. Das hat unter anderem auch den Grund, dass die ganzen psychopharmakologischen Medikamente eigentlich so ein bisschen in einer Sackgasse gelandet sind. Dass die wir haben, die sind ja auch nicht schlecht. Ich will die gar nicht schlecht reden, aber es kommt nicht mehr viel Neues dazu. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht viel Neues dazukommen. In der Schweiz gab es in den 80er Jahren eine Phase der Ausnahmebewilligung, die aber leider gestoppt wurde. Und erst wieder seit 2014 ist es möglich, Ausnahmebewilligungen zu erhalten für die Verwendung von MDMA und LSD und Psilocybin. In Bezug auf MDMA ist die Phase 3 eigentlich die letzte große Hürde vor der Zulassung des MDMA als Medikament. Und aufgrund der bisherigen Resultate in den Pilotstudien ist anzunehmen, dass das kommt, dass das wirklich auch bei einer großen Anzahl von Patienten gezeigt werden kann, dass es wirksam und sicher ist. Kann sich die psychiatrische und psychotherapeutische Profession wirklich umstellen von der Gefühlsminimierung auf die Gefühlsevokation und deren Handhabung? Da sehe ich einen durchaus kritischen Punkt. Kann man sich vielleicht noch wünschen, dass die neuere Generation von Psychiatern und Psychotherapeuten sich da grundsätzlich offener verhält, weil sie von Anfang an schon besser darüber aufgeklärt wurde und nicht von dieser Wucht von Vorurteilen erdrückt wurde, die wir in den 60er bis 80er Jahren erlebt haben? Ja, man sagt ja immer wieder, ja, man muss jetzt mit den modernen Mitteln erforschen, wie diese Substanzen wirken. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das würde ja heißen, dass die Leute, die in den 50er und 60er Jahren gearbeitet haben, noch keine gute Arbeit gemacht haben. Das stimmt eindeutig nicht. Damals hat man auch sehr gute Arbeit gemacht, aber man hatte natürlich noch keine MRIs und keine PET-Scans, wo man sozusagen dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen kann. Das konnte man damals wirklich noch nicht. Und auch andere methodische Dinge in der Forschung haben sich geändert. Und das passt man jetzt an. Aber wir wissen sehr, sehr viel schon.
Wir wissen unter anderem auch, dass diese Substanzen sicher und nutzbringend angewendet werden können, auch wenn man in den 60er Jahren die entsprechenden Bilder noch nicht machen konnte. Aber das Wissen darum, das haben wir schon. Wir stehen dort, wo für MDMA und Psilocybin stehen wir an einem Punkt, wo man jetzt dann die groß angelegte Patientenstudie oder Studien machen könnte. Also sagen wir, die Forschungsprojekte, die zwischen 100.000 und 5 Millionen kosten, die sind gemacht. Und was jetzt noch gemacht werden muss, sind die, die zwischen 20 und 50 Millionen kosten. Und da braucht es irgendwie wie eine andere Vorgehensweise. Das ist auch nicht eine einzelne Universität, die das machen kann. Bei LSD ist es noch ein bisschen weniger weit insgesamt. Da ist allerdings möglich, im Moment wird viel über Microdosing gesprochen. Das macht ja LSD wieder populär. Dass LSD über Microdosings Fragen diesen Rückstand aufholen wird in den nächsten Jahren, das weiß ich auch nicht so recht. Aber ich denke, realistisch ist, es braucht viel Geld und es braucht wahrscheinlich so 5 bis 8 Jahre Zeit. Was das dann heißt, 2025 oder 2028, wie es dann weitergeht, ob die Krankenversicherungen diese Therapieform akzeptieren, damit die Patienten das nicht alles selber bezahlen müssen, das ist von jetzt aus gesehen schwierig zu sagen. Tendenziell würden es die Versicherungen zahlen, wenn die Therapie effizienter ist als die Standardtherapie. Das ist ja eigentlich bei allen Medikamenten so, dass die Standardtherapie hat einen bestimmten Kostenrahmen und ein neues Medikament muss diesen Kostenrahmen sicher nicht überschreiten, möglichst unterschreiten, dann sind auch die Krankenversicherungen daran interessiert. Was die Finanzierung dieser nicht patentierbaren Medikamente und damit zusammenhängender Therapieoptionen angeht, haben wir ja in der Vergangenheit sehr stark auf private Spender bauen müssen. Das haben in den USA getan, die Multidisziplinäre Assoziation für psychedelische Studien, die seit 1985 da Geld eingeworben hat und jetzt diese MDMA-Studien auch auf den Weg gebracht hat. Aber in der Schweiz gibt es auch eine solche Institution, die Schweizerische Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie, die auch steuerbefreit ist und auch entsprechende Spenden entgegengenommen hat in der Vergangenheit, mit der Studien zu LSD und MDMA finanziert wurden und die das auch weiter tut, aktuell auch eine große Studie mit LSD bei lebensbedrohlich erkrankten Menschen durchführt. Also es ist so, als Psychiater ist man irgendwie darauf trainiert, das Individuum zu sehen. Hier in meine Praxis kommt ein Patient und diesem Patient will ich helfen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich denke nicht unbedingt, es hat ja noch 100.000 Gleiche wie er, denen sollte man ja auch helfen. Aber aus der Erfahrung weiß ich, die psychischen Erkrankungen sind im Steigen, sie nehmen zu. Es gibt viele psychisch erkrankte Menschen, vor allem auch depressive Menschen, die nur schlecht oder gar nicht behandelt sind. Also ich denke, der Bedarf für psychotherapeutische Behandlung ist riesig eigentlich. Und das ist auch das, was wir jeden Tag erfahren. Oder? Ich kriege jeden Tag Anmeldungen, die ich ablehnen muss. Deswegen bin ich schon interessiert, dass wir wirksame Behandlungsformen haben. Und da ist kein Ende abzusehen. Oder? Das ist nicht so wie bei Kopfwehtabletten. Da kann man sagen, ja gut, es gibt schon 10, wieso braucht es noch eine 11.? Kann man vielleicht wirklich fragen, aber hier denke ich, wir sind eigentlich in einem Feld tätig, wo der Bedarf riesengroß ist. Auch bei den Depressionen sind die Behandlungsmöglichkeiten limitiert. Antidepressiva wirken nur sehr begrenzt. Das Gleiche gilt für Zwangsstörungen und andere psychiatrische Störungen. Sobald einmal diese Substanzen für eine einzelne Indikation zugelassen sind, werden wir voraussichtlich auch eine Weiterführung der Forschung erleben, wo andere Krankheitsbilder untersucht werden, im Hinblick darauf, ob halluzinogene Psychedelika oder MDMA jeweils wirksam sein könnten. Je konsistenter die
neurophysiologischen Erklärungsmodelle sind, wir natürlich auch schneller in der fachlichen Community damit Fuß fassen können. Ich wünsche mir, dass man die Anwendung dieser Substanzen als Psychotherapie sieht und nicht als Medikamententherapie und dass man die Substanzen nicht einfach nur als Medikamente begreift, sondern als Hilfsmittel für die Therapie und sie auch entsprechend einstuft, unter anderem auch preislich so einstuft, weil die Therapie kostet ja auch noch und wenn das Medikament schon 5.000 Franken kostet, dann wird die ganze Geschichte zu teuer. Also das wünsche ich mir.